Ja, jetzt musst du links abbiegen. Links! Ah, jetzt geschafft. Okay. So, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, dass der Oli, unser Weltreise-Oli, retour kommt von seiner Reise. Es ist wirklich auf den Tag ein Jahr, wo er da war. Das Wetter lässt ihn ein bisschen hängen, es regnet, es ist etwa 5 Grad. Ich konnte um die Wolldecke einen warmen Mittag parat für ihn. Wir haben seinen Live-Standort und 3-4 Minuten sollte er da sein. Wir versammeln uns draußen, um ihn wenigstens warm zu empfangen. Let's go! Kommt raus, kommt! Er ist in der Umfahrung noch, er ist noch gefangen. Gell, der Mann mit dem pinken Finken. Der Mann mit den stinkenden, pinkenden Finken. Jetzt geht er einmal kreiseln, noch an den Kreiseln oder so aufgeregt. Ali! Dann wieder raus. Ali, Mann. Gratulation. Hey. Hallo, Captain America. Captain America. Hä? Ja, viel Panik, aber Motor. Was ist einfach der fucking Sattel, Mann? Alter. Nö. Also, wir haben den Oli bei uns. Er ist auf seiner Weltreise und kommt das zweite Mal bei uns vorbei, weil er ist ja am Anfang schon bei uns vorbeigekommen. Und wir haben ihn dort auf die Reise geschickt. Und jetzt ist er 367, 68 Tage später wieder bei uns. Und wir dürfen ein Interview mit ihm machen. Und ich habe ein paar Fragen zusammengestellt, was er alles erlebt hat auf seiner Reise, auf seinem Jahr Moped. Willst du dich noch vorstellen, nochmal für die, die es noch nicht gecheckt haben? Also, wer es noch nicht mitgekriegt hat, mit Name und so? Vielleicht? Okay, mein Name ist Olli. Ich komme aus so Ecke Schwarzwald, Rheinebene bei Baden-Baden-Offenburg. War jetzt ein Jahr mit dem Moped unterwegs. Hab vorher bei Mofa-Kult angeklopft, ob sie Lust haben, mir einen Zylinder zu sponsern. 30'000 Kilometer später würde man sagen, es hat sich bewährt. He? Das kann man so sagen, ja. Das wäre auch gerade die erste Frage von mir. Wie viele Kilometer hast du jetzt in diesem Jahr gemacht? Definitiv mehr als 30.000, aber wie viel mehr, weiß ich nicht. Ja. Die 30.000 müsste ich geknackt haben auf dem Weg also zwischen Spanien und Frankreich. Da muss irgendwo Feuerwerk. Geil, 30'000 Kilometer. Was für Länder hast du alle bereist? Ich habe angefangen mit einem kleinen Land südlich von Deutschland, Schweiz. Dann bin ich ein ganz kurzes Eck über Österreich, Vorarlberg durchgefahren. Dann nochmal zurück nach Deutschland, dann nach Hause. Dann habe ich nochmal umgepackt und bin dann über Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland nach Hamburg gefahren. Dann nach Kanada geflogen, dann die USA, Länge mal Breite mal Höhe, Mexiko und wieder zurück in die USA. Und dann von der USA Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz. Frankreich, gibt es Frankreich zweimal. Schwer ist es nicht. 7 oder 8 Länder. Ja. Ja, erzähl mal vom Start von deiner Reise. Du hast gerade gesagt, du hast da so... Ja, ich bin ja zu Hause losgefahren, habe eine kleine Eskorte gekriegt. Ja. Also für die erste Etappe nach Furtwangen. Da wart ihr dabei. Und dann bin ich ja nochmal bei euch vorbeigekommen, um mich noch mehr anschieben zu lassen. Ja, und habe dann eben diesen Bogen um den Bodensee rum gemacht und bin nochmal heim, weil ich gemerkt habe, dass ich Scheiße gepackt habe. Nur Badelatsch. Ja, nee, ich habe so ein paar Sachen einfach daheim gelassen, habe andere Sachen wieder mitgenommen, habe in Furtwangen die Abfahrt gefilmt mit meiner GoPro, habe die GoPro dort stehen lassen, bin abgefahren und habe mir die noch nachschicken lassen müssen. Dann hatte ich noch ein bisschen Trouble mit dem Handy, weil der Stabilisator kaputt war an dem neuen Telefon, was ich hatte. Und das
es stand alles erstmal in einem sehr knappen Zeitfenster, als ich los. Genau, das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Wann hast du die erste Panne gehabt? Die erste kleine Panne habe ich in Frankreich gehabt, das war aber nur der Vergaser. Ja. Der Vergaserdeckel oben hat sich immer wieder gelöst. Dieses Moped scheint aber trotzdem sehr gut zu laufen, ohne diesen Deckel. Also das hängt alles nur so drauf, aber es läuft. Das Standgas ist ein bisschen höher. Es ist ja gleich ein bisschen dicht drin, oder? Mit dem Ja. Und der erste Super-GAU ist passiert tatsächlich in Deutschland auf dem Weg nach Hamburg in Bünde bei den Wankers. Darf man das sagen? Excuse me! Darf man das sagen? Bei den Two-Stroke. Bei den Two-Stroke. Als ich habe die besucht, habe bei denen einen sehr amüsanten, feuchtfröhlichen Abend verbracht und wollte am nächsten Morgen weiterfahren. Also, und bin sind da gebadet? Ja. Ah. Und ich bin wirklich keine 300 Meter weit gekommen und dann, ich stand an diesem, die haben so einen bescheuerten Bahnübergang, wo du wirklich eine Viertelstunde stehst und 8 Züge kommen. Und als endlich die Schranke aufgeht, dann wollte ich auch eilig losfahren und dann hat es knack gemacht beim Anfahren und dann war der erste Achsbolzen gebrochen hinten. Was? Ich habe, ich dachte, Kette verkeilt, alles war, wo ich echt gedacht habe, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist das erste Mal, dass das passiert ist. Ja. Ich habe auf all meinen Reisen immer einen Achsbolzen dabei gehabt. Und diesmal nicht, weil ich gedacht habe, ich brauche ihn nicht. Und dann ist genau das, was du nicht dabei hast. Oder was du denkst, du brauchst nicht. Klassiker. Bricht. Ja, dann haben wir ein bisschen operiert. Ich habe von irgendeiner, das ist ja M11x1, das heißt, es ist auch kein wirklich Standardgewinde. Haben wir von irgendeinem Moped ausgebaut und hat gepasst. Hat mir auch erstmal geholfen. Ja. Wie viel Panne hast du gehabt? Hast du gezählt? Ich habe am Anfang gezählt, tatsächlich habe ich so ein bisschen gezählt. Panne 5, Panne 6, Panne 7. Viel kleine Sachen, die immer mal wieder passieren, aber Kabelzüge und so Sachen. ja, das sind aber Sachen, die hast du ja innerhalb von 5 Minuten wieder repariert. Wenn du weißt, wo du die Kabelzüge hingestopft hast. Ansonsten große, wirklich riesige Pannen war Achsbolzen. Insgesamt 3-mal gebrochen. So, bei meinem Glück ist sie nicht nur einmal gebrochen, sondern die ist auch hier gebrochen. Und sie ist hier auch noch gebrochen. Was eine Scheiße. So, fachmännisch repariert von diesem Huhn. Dankeschön. So, jetzt werde ich das da wieder reintüdeln. Ich habe leider keine andere Möglichkeit, aber so hält die Feder wenigstens irgendwie zusammen und keine Meisterleistung, aber für die nächsten 200 Kilometer sollte es reichen. Lagerschaden hinten, also alles rund um die hintere Achse. Das ist eine Schwachstelle beim Moped. Durch die Vibrationen sind viele Sachen kaputt gegangen, Schutzblech gebrochen, mehrfach. Das Nummernschild ist einmal in der Mitte durch. Das haben wir wieder gemietet und viel geschweißt dann da unterwegs. Ja? viel geschweißt, ein Hauptständer, das ganze Gepäck, dadurch, dass du immer wieder auf den Hauptständer, dann ist der war eh schon alt und irgendwann ist der morsch und dann ist er durch und dann haben wir den wieder repariert. Dann habe ich mir einen Seitenständer gekauft, damit ich eben nicht mehr so viel Last auf dem Hauptständer habe oder dass ich ihn nicht mehr brauche. Was zur Folge hatte, dass das Moped dann einfach öfters mal umgefallen ist. Mhm. Jede Aktion, Reaktion. Genau. Atlantiküberführung hast du von Hamburg aus gemacht auf Kanada. Hast du etwas dazu sagen? Wie hast du das gemacht? Wie teuer war das? Ich habe tatsächlich eine Kiste gebaut in Hamburg. Habe dort ein bisschen Hilfe gekriegt von den Moorfüchsen. Dann haben wir eine Kiste gebaut. Das war, besser gesagt, ich stand daneben, habe mit Bier in der Hand delegiert. Habe andere arbeiten lassen. Nee, das war... Nein, Quatsch. Genau, wir haben die Kiste gebaut. Wir haben sie zu einer Spedition gebracht, die in Hamburg ansässig ist, die sich auf Reisende, Motorradtransporte spezialisiert hat und das auch schon seit 20 Jahren macht. Und gekostet hat es knapp 1500 Euro.
Aber da spielt natürlich auch die Größe von der Kiste und das Gewicht eine Rolle. Ja. Die rechnen in Volumenkilogramm. Das heißt, wenn die Kiste so und so groß ist, dann gehen die von einem maximalen Gewicht von so und so aus. So. Und wahrscheinlich war für das angegebene Gewicht meine Kiste einfach, also ja, ich habe Vorderrad rausgemacht, Fender vorne raus und habe einfach geguckt, dass ich die Kiste klein kriege. Aber man hätte es günstiger haben können, aber die Palette darf auch nicht zu schmal sein, sonst Kippt sie um auf dem Schiff. kippen und nee, nicht auf dem Schiff. Ich habe ja alles per Flugfracht. Ah, geflogen davon. Weil ich bin ja 3 Tage später bin ich von Berlin hinterher geflogen und ich wollte einfach nicht da drüben 2 Wochen lang oder 3 Wochen lang warten, bis das Schiff ankommt. Ja. Und konnte so halt direkt am gleichen Flughafen, wo ich gelandet bin, auch wieder in Empfang nehmen. Nach sehr viel Papierkram und noch Flughafengebühren bezahlen, Storagegebühren, also die Lagerung muss man noch bezahlen. Und dann kriegst du deine Kiste, packst du aus, baust zusammen und kannst alles liegen lassen und fährst rüber. Easy. Ja. In Kanada, da bist du ja im Osten und dann ziemlich schnell in die USA runter, gell? Ja, ich sag mal so, Kanada, ich bin nicht wirklich durch einen schönen Teil von Kanada durchgefahren. Ich bin also gleich direkt von Toronto nach Richtung Detroit gefahren und das sind halt wirklich nur kerzengerade Straßen. Die Landschaft ist jetzt nicht berauschend, aber die Leute sind nett. Ja, okay. Tim Hortons. Tim Hortons, ich habe mich sehr mit dieser Fast-Food-Kette, muss man es ja nennen. Ja. Aber die haben einen super Kaffee, die haben die Bagels morgens, also ich bin jeden Morgen, wenn es mir wirklich möglich war, wenn was in der Nähe war, bin ich zu Tim Hortons und habe gefrühstückt. Ich vermisse es sehr. So Teams nächstes Mal ein Sponsor. Highlight USA. Es hat für mich so gewirkt, als wäre das eine Art so ein bisschen das Highlight-Land gewesen. Sehr viel Content dort, natürlich sehr viele Mopeds dort. Ist das so die Hauptattraktion auf deiner Reise? Wirst du das so beschreiben? Jetzt rückblickend ja, auf jeden Fall, weil ja, ich weiß nicht, also viele meiner Freunde, die haben schon anhand meiner Stories, haben die einfach oder auf Instagram schon gemerkt, wie ist meine Laune gerade und USA war eigentlich durchweg wirklich, das ist so ein faszinierendes Land, landschaftlich auch, wie freundlich. So, ich wieder White Sands, diesmal mit dem Moped reingefahren. Es ist wirklich super kalt. Hier habe ich geparkt. Gegen das Gesetz, nicht parken. Krass. Super Gastfreundschaft, war für mich wirklich mind-changing. Also ich habe wirklich meine Meinung über die USA als Land wirklich sehr geändert. Ja. Weil, klar, das, was du bei uns mitkriegst, ist ja wirklich auch nur Nachrichten, der böse Amerikaner. Und wir wissen ja, das Amerika als Person hätte keine Freunde, hat keine Freunde. Ja. Aber die Leute die ticken einfach völlig anders. Und das hat mich einfach so wahnsinnig geflasht und diese Gastfreundschaft und Offenheit und jeder spricht dich an und wow. Ja, sehr schön. Was natürlich aber auch mit der Art, wie ich gereist bin, zu tun hat. Absolut, das ist natürlich immer ein Moped unterwegs sein, gerade so noch, das zieht Blick an und die Leute wollen dann auch wissen, hey. Naja, die Amis, wenn die Amis jemanden sehen, der offensichtlich auf Reise ist, dann sind die interessiert in die Story. Die wollen wissen, wo kommst du her, wo gehst du hin, wie lange bist du unterwegs, wo warst du. Und ja. Das ist ja wirklich. Und das öffnet dir halt wirklich Tor und Tür. Ganz oft wirst du eingeladen, kannst das Zelt bei denen im Garten aufschmeißen oder auf der Couch pennen, duschen gehen, Wäsche machen. Wirklich geil. Sehr gut. Wie ist denn dort, also Moped-Szene, hat es ja gesagt. Wie stellt man sich das vor? Das ist ja ein Riesenland. Also das ich dachte am Anfang so, sie ist größer als bei uns.
ist sie eigentlich nicht. Sie ist anders. Also für mich hat sich immer so dieser Eindruck ergeben, als die ganzen Leute, die in dieser Moped-Szene drin sind, die sind da wirklich hardcore drin. Ja. Es gibt genauso Moped-Clubs drüben wie bei uns. Eigentlich, ich würde sagen, fast ausschließlich. Es gibt eigentlich keine Leute, es gibt niemanden, der zum Spaß oder zur Arbeit mit seinem Moped fährt, wenn er nicht auch irgendwie mit einem Moped-Club oder so verwandelt ist. Jede größere Stadt hat einen. Viele organisieren sich, viele machen Rallyes, sie machen einmal die Woche machen sie Rideouts. Die Akzeptanz gegenüber Plastikscootern ist höher als bei uns. Ja, kann man sich vielleicht mal eine Scheibe abschneiden. Die Leute, also dort ist man wirklich froh, dass die Leute irgendwie mit 50 Kubik, dass da Leute zusammenkommen. Und dann ist es egal, ob das was Neueres aus den 90ern ist oder ob das ein alter Schüttler aus den 70ern ist. Ja, wir gehen das nächste Thema gehen, Markenvielfalt. Tatsächlich viel, was ich nicht erwartet habe. Also wirklich ganz oben an oberster Stelle steht Puch. Ja. Die Puch Maxi ist wirklich das Nonplusultra, das will jeder haben. Ja. Dann hast du die Puch Magnum, Honda Hobbit, du hast viele Tomos. Ja. Das sind so, ich denke, das sind so die Hauptmarken. Und dann kommen natürlich Garelli, Motobekan, Peugeot, Batavus. Also Sachen, die in Deutschland zum Beispiel überhaupt keiner haben will. Das kommt aber auch, ja, das kommt wirklich drauf an, auf die Menge, die halt in die USA verschifft wurde oder verkauft wurde. Exportiert etc. Ja. Das hat also unglaublich viel. Es gibt eigentlich keine. Ich wüsste nicht, mir fällt auf Anhieb jetzt keine US-Firma ein, die Zweitakt-Mopeds gebaut hat. Es gibt von Indien gibt's ein Moped mit 50 Kubik, das ist aber ein Viertakter. Ah, okay. Ja. Und sieht schon cool aus, ist halt ein Viertakter. Und da sind die Leute auch schon so, also du kannst auch mit einem Viertakter mitfahren, aber Two-Stroke, Zweitakt ist halt einfach für die. Ja. Two-Stroke. Blauer Dunst. Gibt es einen Tag in deiner Reise, einen expliziten Tag, wo du so Groundhog Day-mäßig wieder und wieder würdest erleben? Pikes Peak war für mich so ein persönlicher großer Erfolg. Ich würde es aber nicht nochmal jeden Tag erleben wollen, weil ich war den Tag davor. Ich bin ja nach Denver gefahren. Denver. Und auf dem Weg nach Denver bin ich in Black Forest durchgefahren, weil ich in Boston in einem Liquor Store habe ich eine Packung Gummibärchen gesehen und da stand drauf Black Forest Gummy Bears. Und wir haben dann noch Witze drüber gemacht und ich sage, das ist Quatsch, wir haben die noch nie gesehen, ey. Die kommen nicht aus dem Black Forest. Und habe geguckt und dann stand halt dran Black Forest Colorado. Und da dachte ich erst, das ist ein Witz, so wie Colorado. Genau, die Halbgrund, ja. Und habe dann tatsächlich gegoogelt und habe gesehen, es gibt einen Black Forest in Colorado und habe das dann auf meine Bucketlist, auf meine To-Do-List gesetzt und bin nach Black Forest gefahren und war dort Anfang August, Mitte August, rechtzeitig, also direkt an dem Tag, als ich kam mittags an und es war einfach Black Forest Festival. Geil. Und bin dort an der Tankstelle, da war es auch so ein Barbecue, also es war eine Riesenkreuzung mit überall waren Stände und Verkaufsstände und Markt und eine Parade natürlich auch. Die Amis stehen ja unglaublich auf Paraden und da ist ja jeder, das ist ja vom Kleinzuchtverein bis Oldtimer, Autos, alles durchgefahren. Ich bin an die Tankstelle ran, an diesem Barbecue und irgendjemand hat mein Moped gesehen, hat mich gefragt, wo ich herkomme. Dann habe ich gesagt, ich komme aus Black Forest, Germany. Und dann war das Eis in diesem Moment gesprengt. Ich habe weder für Essen habe ich dort was gezahlt, noch für Trinken. Wir sind nachmittags direkt auch in eine Bar weitergezogen, wo ich mit musste. Haben sie mich eingeladen. Das war völlig irre, die ganze Situation.
habe bei jemandem zu Hause geschlafen und bin von dort aus am nächsten Morgen mit dem Hangover aufgebrochen zu Pikes Peak. Pikes Peak. Und vielleicht war das auch ein bisschen naiv, weil ich habe, Walter Röhrl hat damals, ich weiß nicht, wie lange Walter Röhrl gebraucht hat, um da hochzufahren. Wir blenden das hier oder da oben vielleicht irgendwo ein. Und ich habe auf jeden Fall, ich glaube, sein Rekord steht bis heute noch auf Schotter. Ja. Mittlerweile ist alles geteert. Und ich habe, glaube ich, 3,5 Stunden gebraucht, bis ich oben war, weil ich einfach mit der Bedüsung Probleme gekriegt habe. Ja. Ich habe das Ritzel wechseln müssen. Bin dann wirklich nur noch mit 10 km/h kurz vorm Umkippen da hochgeeiert. Oh nein, das packt nicht im zweiten Gang. Wie viel Höhenunterschied ist es? Pikes Peak, der Gipfel ist 4100 Ungrad Meter. Das ist also schon hoch. Ordentlich. Du kriegst wirklich, atmen ist nicht mehr ganz so einfach. Denver selber liegt schon auf fast 2000 Meter. Also du hast dann eigentlich nur 2100 Höhenmeter, aber... Aber es geht auf 4 hoch, oder? Ich krieg schon Asthma, wenn ich daran denke. Ja, aber ich habe oben Standing Ovations gekriegt von Harley-Fahrern, die mich kurz zuvor noch vom Gipfel überholt haben. Ich habe selber nicht dran geglaubt, dass ich eigentlich hochkomme. Aber geil. Geiles Gefühl, wenn du da oben sitzt. Highlight, ja. Ja. 1, 2 Fotos gemacht. Ich habe gar nicht so viel gefilmt, als ich oben war. Gar nicht eigentlich. Sondern wirklich nur ein paar Fotos gemacht. Und bin dann recht schnell wieder runtergefahren und dann ist natürlich passiert, was passieren musste. Die Trommelbremsen wurden heiß. Das Fett ist davon gelaufen aus den Lagern. Ich hätte theoretisch direkt aufmachen müssen, nachfetten müssen. Habe ich nicht gemacht. 2 Tage später habe ich einen Lagerschaden gehabt. Scheibe. Lagerschale kaputt, Konus angekratzt, alle Kugeln pulverisiert. Also ja. Aktion und Reaktion. Nehmen wir lieber den Tag vorher als Groundhog Day mit Black Forest Parade etc. anstatt... Also ganz ehrlich, ich habe so viele geile Tage in den USA gehabt, auch einfach nur landschaftlich, wo ich denke, boah, wie gern würde ich jetzt einfach noch mal kurz hier diesen Canyon durchfahren. Diese geschlängelten Straßen, Kentucky war unglaublich, Arizona ist der Hammer, Utah. Ja. Selbst Kansas, wo es eigentlich nur flach ist, hat was ziemlich Geiles. Es ist diese ganzen vergessenen Plätze, diese ganzen vergessenen Orte, die mal ein paar hundert Einwohner hatten und heute noch Ghost Town, eine Handvoll Leute da wohnen und die auch in ein paar Tagen nicht mehr da, ein paar Jahren nicht mehr da leben werden, weil sie einfach alt sind. Ja. Das hat schon was. Das ist wirklich. USA hat viele Facetten. Hat das auch einen romantischen Reiz denn, oder das? So. Da steckt viel Nostalgie drin, ja, ganz viel. Genau. Also, und da brauchst du nicht auf die Route 66 fahren. Nein, gar nicht. Das ist alles so ein bisschen überdekoriert. Aber wirklich, wenn du diese Backroads nimmst, so wie ich sie gemacht habe, kommst du an Orten durch. Wie oft habe ich gedacht, hey, also hier kam bestimmt die letzten 50 Jahre kein Europäer. Die sind ja alles Europäer. Oder geschweige denn alle paar Wochen vielleicht mal ein Einheimischer. Also du kommst da Ecken durch, das ist krass. Geld sehe ich aus wie ein Homeless. Stein bewerfen, wenn du fahrst, das ist kein Geschenk. Du wirst mal übersehen, du wirst mal geschnitten. Unterm Zelt liegen Skorpion, den habe ich schön mit ins Zelt eingerollt, habe den in der Hand gehabt. Da hat er mich in den Finger gestochen.